Du willst aus der Masse herausstechen und deinen Podcast noch erfolgreicher machen? Dann probier doch mal Videopodcasts. Denn interessanterweise nutzen nur 20% aller Podcaster diese Technik und so kannst du neue Hörer für deinen Podcast gewinnen. Ganz einfach erklärt ist ein Videopodcast die Erweiterung deines normalen Podcasts um eine visuelle Komponente. Das kann entweder ein Interview per Remote oder im Studio sein oder ein einfacher Monolog an sich, sowas wie ich jetzt gerade mache. Jedoch ist das Problem an Videopodcasts, dass es ja irgendwie die Einfachheit und die Freiheit von normalen Podcasts wegnimmt. Das heißt, als Zuhörer kannst du nicht während der Autofahrt einen Videopodcast gucken oder dabei noch andere Sachen erledigen, wie den Haushalt oder die Wäsche. Zudem stürzen sich viele Podcaster dann auf dieses Medium Video und vernachlässigen unter anderem die Tonqualität, machen exklusiven Content, den man nur verstehen kann, wenn man auch das Video dazu guckt. Das heißt, irgendwie Beschreibungen oder Erklärungen zu dem, was man sehen könnte, fallen einfach komplett weg. Auch der Mehraufwand und die aufwendige Ausrüstung kann dazu führen, dass du weniger Content hochlädst oder unregelmäßiger. Schön und gut, aber warum solltest du denn dann überhaupt Video aufzeichnen? Naja, der größte Pluspunkt ist natürlich die Reichweite. Also du kannst deinen Podcast auch auf Plattformen hochladen als Videoformat wie YouTube oder ähnliches und dadurch neue Zuhörer gewinnen. Und zudem kannst du auch Sachen, die du währenddessen aufnimmst, als Clips auf Social Media noch attraktiver den möglichen Zuhörern näher bringen. Denn für den Umstieg ist es am Anfang eigentlich vielleicht sogar schlau, den Podcast als reines Audioformat beizubehalten. Man muss ja nicht diesen Videopodcast, nur weil man ihn aufgezeichnet hat, auch als Videopodcast veröffentlichen. Du kannst auch einfach nur die Clips für Social Media nutzen, die Bilder für Social Media nutzen und dadurch durch YouTube Shorts, durch Instagram Reels wieder mehr Leute erreichen. Und das ist eindeutig attraktiver als irgendwelche Wellenformen, die sich von einem Standbild bewegen. Um den Aufwand von Videopodcasts so gering wie möglich zu halten, benutze ich zum Beispiel eine Live-Regie. Das heißt, das Bild wird live gemischt, der Ton wird live gemischt und somit ist die Nachbearbeitung gar nicht größer als bei einem normalen Podcast. Da muss ich ja auch Sachen rausschneiden, aber wenn alles schon angelegt ist, muss ich das Ganze in meiner Software einfach nur zusammenfügen und kann sofort loslegen mit dem Schneiden. Denn ich glaube fest daran, dass Videopodcasts immer weiter steigen werden. Erst vor kurzem hat Spotify veröffentlicht, dass über 100.000 Episoden mittlerweile online sind und bisher ist das ja nur über deren eigenen Hoster möglich. Das heißt, wenn das irgendwann weiter freigeschaltet wird oder man schaut, wie YouTube in das Podcast-Game einsteigt, dann sehe ich da eine rosige Zukunft voraus. Ich bin nämlich selber einfach ein großer Fan von Videopodcasts. Wie gesagt, nicht unbedingt als komplette Episode, aber um den Podcast zu bewerben. Und es spricht ja nichts dagegen, nebenher eine Kamera oder ein Handy laufen zu lassen. Was du am Ende draus machst, das ist ja dir überlassen. Ob du das für Clips verwendest oder für die komplette Episode oder gar nicht hochlädst, ist ja vollkommen okay. Denn am wichtigsten ist immer noch, dass man sich beim Podcasten auf den Audioinhalt fokussiert. Dass man die Zuhörer, die reinen Zuhörer, nicht vernachlässigt und dass man auch weiterhin einfach eine gute Tonqualität an erste Stelle setzt. Neben dem guten Content natürlich. Und am Ende muss ja jeder selber entscheiden, in welcher Relation der Mehraufwand zum potenziellen Wachstum steht. Wenn ihr euch aber um die Technik gar keine Sorgen machen wollt, in einem Podcast-Studio aufnehmen möchtet, wo ihr Video automatisch mit dazu bekommt und den besten Ton in Deutschland, behaupte ich, dann schaut doch gerne mal auf Redbox Studios vorbei. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Lasst auch gerne einen Kommentar da und ein Like oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö!